für knapp 58.000 Euro. Der Etrusco T7400 SB, ja, als Type X. Das ist das Schönste an dem Auto. Das ist der Jürgen Jung. Ja, grüß dich, Jürgen. Ja. Da war ich nicht drauf gepasst. Hallo. Ja. Hallo. Hallo Sven. Hallo. Ja, ist ein schönes Auto. Ja, schönes Auto, ist der Type X. Ist eine Sonderserie, die dieses Jahr jetzt neu aufgelegt worden ist. Ist der T7400 SB, bedeutet Singlebed. Singlebed, also Einzelbett, die man zum Doppelbett machen kann. Aber die Innenausstattung ein teilintegrierter, deswegen das T. Die Innenausstattung ist halt etwas moderner, etwas jünger, etwas dynamischer gehalten. Gefällt mir persönlich sehr gut. Hat eine sehr komfortable Länge von 7,40 Meter. Das Außenbereich, wenn man das sieht, mit diesen braunen Streifen der Beklebung, sehr elegant gehalten. Also man kann die Fahrzeuge sich anschauen. Wenn man jetzt nur mal den hier auf der anderen Seite auf der Messe sieht, da sieht man, dass das ganz anders ist und nicht so schön ist wie bei dem Etrusco. Gut, das ist ja auch Geschmackssache. Ist aber Geschmackssache. Fahrradträger ist mit drauf? Fahrradträger ist mit drauf in dem Fall. Er wird oben in der Schiene eingehangen, unten nur noch abgestützt. Und du siehst Etrusco, die Qualität, wie die Fahrzeuge aussehen, wie sie verarbeitet sind, das ist schon sehr, sehr schön und sehr gut. Gut, sie sind auch Teil der Erwin Hümer Group, muss man sagen. Genau. Werden in der Toskana gebaut, in Italien. Und bei Leica gebaut, laufen über dasselbe Band wie die Leica-Fahrzeuge. Und Leica ist eins der Premium-Produkte, die es gibt. Für mich eins der besten Fahrzeuge. Von daher siehst du auch das, wie es hier drin ist. Und wie es hier auch verbaut ist. So, also selbst die Heckgarage ist beheizt, beleuchtet. Wie ich das gehört. Genau, eine sehr große Heckgarage. Du siehst die Qualität der Fahrzeuge in jeder Ecke und in jedem Winkel. Ja, Zuladung. Wenn ich mit 2 Personen fahre, kann ich noch ca. 300 Kilo zuladen? Ja, ca. 500 Kilo kannst du noch ungefähr zuladen. Inklusive den Menschen? Inklusive den Menschen, genau. Aluminiumfelgen drauf. Du siehst diese Tür, hast du eben gesagt, so ein bisschen wie beim Flugzeug. Das ist auch so. Qualitativ sehr hochwertig. Hier diese Versteifungen dran, wenn man die Tür zumacht, ist die eben satt im Geräusch und kein... Mach mal zu. Und kein das mal. Ja, exakt. Das wollte ich hören. Ja. Genau, das hatte Geräusch. Das ist so, dass man so ein Fahrzeug ja jetzt nicht kauft für ein Jahr, sondern so eine Anschaffung beim Wohnmobil. Wie ist die mittlere Haltedauer beim Wohnmobil? Also die Fahrzeuge sind ja alle erstmal teuer, um das so mal zu sagen. Und die Lebenserwartung von so einem Fahrzeugen ist halt fast unbegrenzt. Wir haben Fahrzeuge in der Werkstatt, die 30 Jahre. 30 Jahre alt, 700.000, 800.000 Kilometer drauf. Bringen sogar noch 10.000 Euro und mehr. Bringen 10.000 Euro mehr. Der Wertstabilität ist sehr hoch. Die Banken finanzieren die Fahrzeuge bis zu 100%. Und jeder kauft sich so ein Fahrzeug, um möglichst lange damit zu fahren. Und von daher macht man da auch nichts verkehrt. So, wir steigen am besten mal ein. Dann zeige ich mal gerade. Also hier ist jetzt ein bisschen anders wie bei den vollintegrierten. Das bedeutet, ich habe links und rechts einen Ticken weniger Platz. Warum sollte ich denn einen teilintegrierten nehmen? Ist das so eine Art Geschmackssache, Jürgen? Also der teilintegrierte und der vollintegrierte unterscheiden sich erstmal im Kaufpreis. Der teilintegrierte ist günstiger und der teilintegrierte ist halt insgesamt ein bisschen schmaler, ein bisschen kompakter und es ist halt eine Philosophiefrage. Dem einen gefällt ein teilintegrierten, dem anderen gefällt eben ein vollintegrierter. Das muss jeder selbst entscheiden, aber auch hier siehst du jetzt, das ist die neue Lederoptik in diesem modernen Grau. Genau, wenn du mal kurz zur Seite gehst, dann zeige ich mal gerade die Einzelbank, denn die hat was Besonderes auf sich. Hier kann ich nämlich sitzen, ohne die Sitze vorne drehen zu müssen. Wenn ich mal kurz eine Pause mache, kann ich mich einfach hinsetzen, kann sogar den Tisch noch verschieben. Genau, ich kann den Tisch eben so verschieben. Hier siehst du es, jetzt hier rüberschieben. Ich kann ihn zurückschieben, ich kann ihn so und so verschieben. Ich habe also alle Möglichkeiten, ich kann ihn absenken. Ich habe alle Möglichkeiten, um hier zu sitzen und zu pausen während der Fahrt, ohne die Sitze jetzt rumdrehen zu müssen, wie das in dem Fall jetzt hier einmal gemacht ist. Ich habe dich eben unterbrochen, du bist auf das Design von Etrusco zu sprechen gekommen. Das ist sehr, im Prinzip ist mediterran. Genau, also ist ein toskanisches Design, sehr mediterran, warme Töne, sehr modern gehalten. Wenn man sich jetzt mal so die Wohneinrichtungshäuser anschaut, dann findet man im Prinzip dieses gleiche Design. Du siehst hier die hellen Schränke, dieser junge, frische, dynamische Stil. Auch hier wieder Soft Close, da die Verbindung mit dem warmen Cappuccino-Ton.
Ja, Granitoptik in der Küchenplatte, auch hier am Tisch. Das ist das, was dieser X-Type jetzt im Prinzip ausmacht. Dieses etwas andere, modernere Innendesign. Aber Ist nicht jedermanns Sache, muss man sagen. Es gibt auch andere. Also es gibt auch andere, deswegen gibt es hier verschiedene Modelle und jeder sucht sich das aus, was ihm am besten gefällt. Also wenn man eher so ein moderner Typ ist, dann, Genau. ich sag mal, hat man es hier, du wolltest die Leiste mal zeigen? Genau, diese Leiste, die ich eben schon mal gezeigt habe, da kann man eben alles Mögliche reinhängen, bis hin zum Cappuccino-Halter, bis hin zur Rollenhalter, bis hin zum Gibt Zubehör. Zubehör in allen Variationen. Das gleiche ist auch nochmal in der Küche drin. Das ist das Kochfeld. Eine Besonderheit ist hier auch die Aussparung. Auch hier, das ist bei allen Etruscus, immer diese Aussparung, sodass man hier näher möglichst irgendwo dran steht und hier eben entsprechend auch mal Und auch gut an die Möglichkeit Schränke hat. kommt. Sag mal, es kann sein, dass der hier ein bisschen schmaler ist wie der voll integrierte, oder? Ja, der Ein wenig handlicher, oder? Genau, also der ist handlicher, der ist schmaler und der ist halt eben entsprechend hier diese Breite hat er eben nicht wie der voll integrierte, der hat. Genau. Das ist Hat eben aber einen Vorteil, wenn ich damit unterwegs bin. Es kriegen ja manche Angst so auf der Landstraße, wenn so ein ganz großer Vollintegrierter dazukommt. Also nicht, dass ich den fahre, mir ist das egal, aber die anderen, ich sag mal, der kommt sowas entgegen, so ein Schiff, sage ich jetzt Ja, mal, der ja. hier ist ein bisschen schmaler. Der ist schmaler, aber das muss jeder selber wissen, was da entsprechend für jeden am besten passt und was jedem am besten gefällt. Super, ja, bitte mal öffnen. Dann sieht man, also hier ist auch eine Art Zweiraumwohnung ist mit drinnen. Die Tür, die du jetzt gerade bewegt hast, das ist die Tür zur Toilette, Jürgen. Das heißt also, ich kann hier die Toilette zumachen und das ist auch gleichzeitig die Absperrtür zur Zweiraumwohnung. Genau, das ist die Toilettentür oder wenn ich sie zumache, die Absperrung zur Zweiraumwohnung. Und ich kann halt dann, wenn ich die Duschkabine hier öffne, habe ich halt im Prinzip den Platz. So, das ist die Dusche. Jetzt habe ich im Prinzip ein Raumbad, also Dusche und Toilette und habe alles hier im Prinzip getrennt. Auch hier haben wir wie in den voll integrierten die tiefe Dusche. Ich komme mal kurz zur anderen Seite. Zeige ich das mal gerade. Dann sieht man auch das Thema Raumbad, weil man sich jetzt erst vorstellen kann, wenn du jetzt mal zumachst, bitte. Genau. Jetzt habe ich ein komplettes Bad. Das heißt, wenn die Frau sich mal fertig machen will, der Mann, der kann vor dem Fernseher gucken, die kann föhnen, das ist alles abgetrennt. Genau, ist alles abgetrennt. Hier hat man im Prinzip die Möglichkeit, alles im privaten Bereich zu machen, ohne dass der Vordere was mitbekommt, auch wenn man mal Gäste hat oder egal wie. Ja. So, da ist die Toilette 1,82 Meter, kein Thema. Kein Thema, Ich kann da sogar kann- die Tür zumachen. Kann ich mich draufsetzen und kann auch noch mal die Tür zumachen, das ist gar kein Problem. Auch da habe ich Platz. Habe einen eigenen Abzug auch oben drüber, dass wenn ich mal ein großes Geschäft mache, Genau, hier genau. einen Abzug. Ich habe den großen Schrank. Ich habe sogar einen Zahnbecherhalter hier. Also alles das ist da. Auch hier ist wieder die Leiste integriert. zwecks Schall, also Zweiraumwohnung haben wir schon mal drüber gesprochen. Man kann zusätzlich den Raum noch mit einem Vorhang zumachen. Das heißt, ich kann also einmal die Tür zumachen und den Vorhang und habe dann nochmal eine Trennung mit drin, Genau. sodass ich in Ruhe schlafen kann. Wenn du das mal gerade machst, Ja. dann habe ich wirklich meinen Bereich wie im First Class, wird dann einfach zugehangen. Und wenn du jetzt mal die Tür zumachst und jetzt mal normal sprichst, bitte Jürgen, Ja, hörst du mich jetzt noch? sehr leise. Ja, also, das ist genau der Sinn und Zweck. Du kannst also vorne Fernseh schauen und hinten kann einer ein Buch lesen in Ruhe oder Einfach mal schlafen. schlafen oder. So, das ist der Ausblick. Hier kann ich direkt, also vom Bett aus, nach draußen zum Beispiel schauen aufs Meer. Oft ist da ja ein Zaun dabei. Habe ich mal gesehen, hier bin ich so hoch, da gucke ich einfach drüber. Genau, hier guckt man drüber und die Fenster siehst du auch, die sind schön groß. Das sind keine kleinen Fenster. Auch hier hast du wieder die weißen Schränke im Heck und auch die Silberoptik am Bett wie im Hotel mit dem kleinen Pferdchen in der Mitte. Also alles sehr, sehr schön. Ja, und das Schöne ist, ich habe 2 richtig große Betten. Das zeige ich mal gerade. Also wenn Sie jetzt, ich sag mal, nicht so der Typ sind, ja klar, ich meine, die Ehepärchen, die kuscheln auch mal gerne. Hier kann ich dann zumachen in der Mitte. Ich kann das hier komplett nochmal verbreitern zum riesengroßen Bett, kann aber bequem einsteigen, habe aber 2 Längsbetten und bin komplett getrennt. Denn es soll ja die einen oder anderen geben, die auch schon mal gerne aufwachen, wenn der andere sich zum Beispiel mal bewegt. Und das ist dann Genau. hier besser. Wenn der Gewichtsunterschied relativ groß ist zwischen den Ehepartnern oder den... So, dann sinkt der eine in die Kuhle. Genau, dann bewegt sich ja das Fahrzeug vielleicht auch und dann ist das mit den Einzelbetten deutlich besser. Hier haben wir wie in allen Fahrzeugen auch der große Kühlschrank wieder drin, wie zu Hause. Wir haben oben drüber das große Gefrierfach. Und
Da auch wieder unsere altbekannte Steuerung mit Abfragen von Wasserständen, Stromständen und eben unsere Truma-Kontrollsystem. Eben hier das analoge System und nicht das digitale System, was Die Leute sogar lieben, muss man sagen. viele lieben, weil es halt deutlich einfacher ist. Wenn man das andere haben möchte, kann man das auch haben. Genau, also man kann beides wählen, wie an der Heizung zu Hause, entweder nur warmes Wasser oder auch die Heizung mit dazu. Genau, Dann ich gibt's drehe hier einfach an diesem Knöpfchen hier und dann kann ich im Prinzip wählen. Alles andere geht automatisch. Also das ist das Einfache und das vielleicht auch sichere. Gibt's auch ein Hubbett optional. Es gibt auch bei dem Fahrzeug immer ein Hubbett optional, was hier runtergefahren werden kann, sodass die Fahrzeuge dann auch automatisch für 4 Personen sind. So, ich gehe mal ganz kurz ein auf diese tolle Sitzgruppe, die hier mit dabei ist. Das heißt, ich kann also ohne, dass ich hier vorne irgendwas drehen muss. Ist das Drehen eigentlich kompliziert von den Sitzen? Geht das schnell? Das Drehen geht ganz schnell. Da ist ein Hebel, den kann ich hier einmal rumdrehen. So, dann ist der eingerastet hier auf der Seite. Und wenn ich jetzt diesen Hebel hier hebe, so, und dann kann ich wieder drehen und dann bin ich wieder Easy. easy. Also ganz einfach. So ist es. Das heißt, so kann ich das Fahrerhaus integrieren, dann komplett zum Sitzbereich mit allen drum und dran. Ja, T7400 SB, die moderne Ausführung in Hochglanz-Klavieroptik und ganz viel Platz. Und hier oben, da sind auch überall Schränke. Hier habe ich ein ganz großes Panoramafenster hier mit dabei. Ich wäre jetzt eigentlich lieber an der Südsee, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber das Panoramafenster hat einen riesen Vorteil. Ich kann es nämlich prima zum Lüften benutzen. Genau, man kann es zum Lüften benutzen, man kann es aufstellen und man kann es natürlich auch verdunkeln. Wenn die Sonne zu stark reinscheint, macht man hier zu oder macht das Fliegengitter eben entsprechend davor, was hier dahinter sitzt. Beides kann ich eben vorziehen und kann es eben verschließen. Ja, der Preis ist heiß, 57.952 Euro. Genau, für dieses Fahrzeug in einer hervorragenden Qualität. Also für mich persönlich in einer sehr, sehr schönen Innenoptik mit diesen weißen Schränken. Sehr jugendlich, sehr dynamisch, sehr schön gemacht. Also so wie heute Wohnzimmer auch öfters. Ich zeig mal gerade, der Boden, der ist so in einer Schiffsoptik gehalten. Also wenn ich einsteige, fast wie eine Yacht. Genau, wie eine hochwertige Yacht. Von daher siehst du, ist das ein rundum sehr schönes Konzept. Wir sind auf die Motoren noch nicht eingegangen. Alle Motoren haben jetzt Euro 6 Temp-Technik, der hier mit 140 PS, 2,3 Liter. Es gibt optional den 160 PS Motor und es gibt optional den 180 PS Motor. Ja, und es gibt das ganz neu eine 8-Gang-Automatik, eine 9-Gang-Automatik von ZF aus Saarbrücken. Genau, aus Saarbrücken mit Doppelwandler. Und die fährt sich so komfortabel wie der PKW, den man kennt von einem Doppelwandler. Von daher ist das zu überlegen, ob man sowas haben möchte. Ja, das ist sehr praktisch, ich brauche nicht mehr zu schalten. Gerade hier fahre ich auch spritsparsamer, muss man sagen. Also die Wandlerautomatik spart nochmal guten engen Sprit. Genau, also die modernen Wandler sind ja so ausgelegt, dass die das Optimum aus dem Fahrzeug rausholen und optimal schalten, so wie man persönlich sehr wahrscheinlich nie schalten würde. Von daher ist das natürlich auch eine spritsparende Fahrweise und halt sehr schön und halt sehr gut. Ja, da ist er, unterwegs mit Stil. Die neue Edition Type X von Etrusco, ein Mitglied der Hymer Group. Und es ist der T7400 SB. Wir sind auf der Caravan Expo in Düsseldorf im Jahr 2019. Ja, diese Fahrzeuge stehen ab wann in Saarlouis? Das ist zwischen Luxemburg und Saarbrücken. Ja, Saarlouis kennt doch jeder. Ach was? Ja, klar. Also die Fahrzeuge sind da ab dem 20. September kann jeder die Fahrzeuge kommen. Ich lade jeder dazu ein, sich da einmal das Ambiente zu holen, einen Termin zu vereinbaren mit uns und dann entsprechend zu kommen und sich die Fahrzeuge anzuschauen und gegebenenfalls auch mal damit fahren zu können. Ja, ein Mitglied der Erwin Hymer Group. Klemme mich mal ganz kurz auf. Erwin Hymer, ein ganz großer Konzern. Ja, Erwin Hymer ist der Global Player in Deutschland, was Wohnmobile angeht. Gibt's auch in Amerika, habe ich gesehen, Hymer. Ja, genau, wo mittlerweile auch in Amerika natürlich tätig ist. Und eine der Marken der Erwin Hymer Group ist eben Etrusco. Und da haben wir uns dazu entschlossen, weil die Qualität eben sehr gut ist, diese Fahrzeuge auch ab sofort zu vertreiben. Alles klar. Vielen Dank, Jürgen Jung, wohnmobile-saarland.de aus Saarlouis und viel Spaß eventuell mit Ihrem neuen T7400 SB. Tschüss. Danke, tschö.